Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Ja, gestern neue Saison angefangen und fleißig am Suchten, so wie wir sagen. Wir reden mal heute ein bisschen über das Equip, was mir so gestern so ein bisschen aufgefallen ist. Dann quatschen wir mal über Serien bis 5. Da bin ich aktuell. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, in was für einer Serie ihr jetzt im Moment fährt. Ich hatte ja gestern meine CC-Punkte ausgegeben gehabt und habe mir dann natürlich, wie ihr schon seht, Verstappen und Hamilton geholt. Bei Hamilton in Serie 5, ich weiß echt nicht, was mit dem los ist, aber ich habe da irgendwie Überholprobleme. Kann ich euch mal gleich zeigen bei dem Rennen, dann seht ihr das selber in Serie 5, da kommt er nicht so richtig voran. Leute, was mir aufgefallen ist bei dem Setup, und zwar ist das etwas, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe heute Bremsen, also die neuen Bremsen Apex bekommen und ja, da ist mir das eigentlich aufgefallen im Endeffekt, weil wenn wir das jetzt mal vergleichen, nehmen wir mal jetzt hier The Clock, was schon auf 5 ist, ja, nicht mal ansatzweise, also da fehlen nur 26 Punkte, kriegen aber 8 Punkte dazu, ja. Und wenn wir das Ding jetzt ausgemaxt haben, sieht das trotzdem noch nicht rosig aus. Bei The Crunch genau das gleiche Spielchen. Ja, also so Teile, sobald ihr ein episches habt, dann kann man eigentlich blau, und also hier normal, gewöhnlich und selten, kann man dann eigentlich so zur Seite legen. Das Einzige, wo ich jetzt also die Bremsen würde ich jetzt nur dadurch jetzt zum Beispiel ersetzen hier. Ja, mit dem. Das ist ja auch mega. Oder halt hier eventuell halt mit dem nächsten epischen Teil. Falls euch das auch schon aufgefallen ist, da gibt es epische Teile in Serie 12, die ja völlig abnormal sind. Ja, zum Beispiel hier. Der Heckflügel, 44 Aero, einfach mal eben drauf. Und wenn man den dann natürlich ausgemaxt hat, dann wären das 58 Aero nochmal drauf. Beim Motor ist das auch so übertrieben, hier beim Frontflügel genauso. Hydra, Serie 11, episches Teil, gibt 38 Grip. Einfach mal eben so. Natürlich kriegt man die Teile jetzt erstmal nicht, weil wir können ja nicht in der Serie fahren. Allerdings, guckt immer hier in dem Shop. Ich habe gestern hier oben in dem Shop habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich glaube, das war hier The Jazz. Das Fahrwerk hatte ich da drin und ich habe mir das nämlich nicht geholt. Ich hoffe, ihr macht diesen Fehler nicht und ihr holt euch. Sobald ihr epische Teile seht, würde ich mir an eurer Stelle sofort holen, weil das ist das Nonplusultra, definitiv. Wenn du einmal dieses Teil hast, dann kannst du darauf hinarbeiten und du lässt es sowieso drin, ja, weil kein anderes Teil hier, sowas hier, ja hier, The Blast, Max wäre das jetzt besser natürlich wie das, was ich habe, aber wie lange muss ich das denn dann noch maxen? Also bis dahin habe ich doch bestimmt hier, wie ich jetzt in dem Fall, ein episches aus Serie 2 oder sogar, wenn man sich jetzt das Seltene aus der Serie 7 jetzt holt. Das wäre dann so das nächste, worauf wir hinarbeiten können bei mir. Ja, das ist auf jeden Fall das, was mir aufgefallen ist, dass die epischen Teile einfach mega stark sind und ja, dass wir dann im Endeffekt wirklich nur die epischen Teile aus den höheren Saisons, also aus den höheren Serien, sorry, dass wir das da so gesehen verbauen. Und ja, da brauchen wir gar nicht so viel reinzustecken in die ganzen blauen Teile. Klar, wenn ihr nichts anderes habt, nimmt einfach das Beste, was ihr habt. Und wenn das dann halt auch zum Pushen geht in Serie 1, 2 und 3, das funktioniert ja die ganze Zeit. Wir haben ja jetzt hier diese Teampunktesystem und ihr tretet ja so gesehen immer gegen Gleichgesinnte. Ja? Also derjenige, so wie bei mir jetzt in dem Fall 792, ich habe bestimmt nicht als Gegner jemanden mit 400 Teampunkte. Das wäre ja auch richtig unfair im Endeffekt. Ja, machen wir mal ein Serie 5 Rennen. Die Dinger, also Serie 5 ist nicht so leicht. Verstappen fährt da ja so gut wie eigentlich immer Platz 1. Allerdings ist es wirklich mit Hamilton, ja, und da ist es immer schwer, da irgendwie rauszukommen von diesem hinteren Bereich. Aber wir werden das mal sehen jetzt hier. Ich hoffe natürlich dass wir direkt einen super Start hinlegen mit beiden Fahrern und dass wir dann einfach direkt wegfahren. Aber das ist in Serie 5 eigentlich so nicht der Fall. Serie 3, Serie 4 mit dem Setup hier, was ich habe und mit den 2 Fahrern, ist echt angenehm. Die fahren da immer Position 1 und Position 2. Ist ja auch okay, ne? Muss man ja auch sagen, die sind ja auch
Die Fahrer sind ja auch gut, beide für die Serien. Aber ab Serie 5, da fängt es schon an. Ja, hier haben wir hier Doppelboost. Also hier sein Verstappen hat einen Boost und sein Norris hat auch einen Boost. Okay, das werden wir, denke ich mal, verlieren, so wie es aussieht. Wir boosten jetzt auch mal ein bisschen noch, werden versuchen, mit beiden Fahrern 4 Runden zu fahren und dann pitten, natürlich auch reparieren und dann die letzten 3 Runden dann natürlich auf Vollgas. Und wir hoffen, dass da irgendetwas passiert mit ihm. Ich habe jetzt auch eine Position verloren, Hamilton. So, hören wir auch auf zu boosten. Ja, wie gesagt, ich habe mit Hamilton seltenes Teil. Ja, wie ihr auch seht bei mir, habe ich echt Probleme. Also ich bin da nicht so zufrieden. Wenn ich den jetzt irgendwie auswechseln könnte durch Leclerc oder durch jemand anderen, würde ich das auf jeden Fall machen. Aber dazu fehlt uns im Moment einfach das Setup. Deshalb, da seht ihr selber, Hamilton verliert da fast sogar die Position. Ja, und ich mache ja noch nicht mal was Großartiges. Also, sobald ich irgendwie weg vom Boost gehe, verliert er alles. Grip, Aero und alles, was wir eigentlich im Auto haben. Aber irgendwie, naja, gucken wir mal. Ja, erzählt mal, wie viele Rennen habt ihr gemacht im Moment? Ich bin fleißig dran, wie gesagt, nach oben zu kommen. Einfach nur grinden, die besten Teile da rauszukriegen aus den ganzen Kisten. Desto mehr Kisten ihr öffnet, desto besser ist es, Leute. Und ja, einfach immer weiter grinden ist natürlich auch vielleicht ab einem gewissen Punkt auch ein bisschen langweilig. Ähm, aber wir müssen ja einfach auf die guten Teile. Dann kommen die ganzen, wenn die Grand Prix dann wieder kommen, dann haben wir auch wieder Spaß. Von daher, ich freue mich da auf jeden Fall mega. Was ich mir mal gerne immer so wünschen würde, dieses ganze Gerede mit den ganzen Bots, was haltet ihr davon? Wie seht ihr die ganze Sache? Sind die positiv oder sind die negativ? Weil Bots sind ja im Endeffekt auch gut, wenn einfach keiner in der Suche kommt und du dann einen Bot erwischst. Weil, naja, und ich weiß auch nicht, wie man die auseinanderhalten kann, ob das jetzt reale Spieler sind oder ob das jetzt Bots sind. Keine Ahnung. So, also mit Max Verstappen gehen wir jetzt nach der Runde hier pitten. Natürlich auch reparieren. So, er bleibt auch 4 Runden draußen. Also, ne, das wäre natürlich auch noch eine Chance gewesen, eventuell, wenn er jetzt selber nochmal, hat sogar noch einen Platz gemacht hier. So, mit Hamilton genau das gleiche. Einmal pitten. Ihr seht ja auch mit dem Boost, ja, der fährt mir einfach davon. Da habe ich einfach keine Chance. Da müssen wir jetzt mal eine Niederlage hinpacken. Aber ja, das geht auch. Bin noch mal gespannt, was er für ein Equip hat. Weil das sage ich ja, wenn ihr so im Shop hier, ich habe jemand anderen hier, Gaming with King heißt derjenige, der hat auch einen YouTube-Channel und der hatte ich glaube, das war ein legendäres, ein episches Serie 12, ich glaube, das war Hydra sogar. Das war der Heckflügel. Und ja, das ist einfach nur mega. Also das Ding zu haben allein, ne? Dass das dann auf einmal so 40 Grip oder so mehr gibt. Genau wie der Motor, da hast du 40 Power mehr. Da fährst du einfach weg. Deswegen sage ich ja, das Teil brauchen wir im Endeffekt, um einfach auch die ganzen Fahrer-Updates zu überspringen. Ja, weil die Fahrer-Updates, die können wir ja im Moment nicht machen. Mit Serie, ja, bei mir jetzt ab 6. Alles, was Serie 6 ist, da kriege ich ja gar nichts. Also heißt das, dass ich im Endeffekt mit meinen 5er-Teilen da in Serie 6 arbeiten muss. So, solange man aber dann ein 12er-Teil hat, also ein episches, schönes aus Serie 12, das macht die halbe Miete. Das macht eigentlich die ganze Miete im Endeffekt, weil das Teil einfach mega. Von daher, schreibt mir mal unten in die Kommentare, falls ihr sowas schon im Shop gehabt habt, gestern oder heute, und ihr euch eins gekauft habt, so ein Teil. Würde mich mal gerne interessieren, weil ja, wie sich das dann auf das Auto auswirkt, das würde mich mal echt gerne interessieren. Wenn man dann plötzlich 80 oder 90 Power hat oder vielleicht noch 80 Grip oder auch Aero. Ja, das sind ja auch die Werte, die wir brauchen. Wir müssen ja auf die 100 dazu steuern. Und ja, hier seht ihr jetzt auch Hamilton kommt einfach an Charles Leclerc hier vor ihm, kommt nicht durch. Und wir sind nicht schon die ganze Zeit am Boosten. Und da seht ihr, da macht er einfach alles falsch.
Und das habe ich permanent. Also der tut in Serie 5 gar nicht überholen. Also das kann der irgendwie gar nicht. So sieht es bei mir im Moment aus. Ah, da kommt noch was, gucken. Da kommt was. Da muss er jetzt vom Gas gehen, hat ihn aber geholt. So können wir wieder ein bisschen pushen, um einfach wegzukommen. Da hat er überholt. Perfekt. Ja, ist doch gut. Immerhin. Aber ja, ihr seht, komplett auf dem Limit. Er mit Boost. Fährt 1 und 4. Fährt hier mit Ballast und den anderen ist doch das Osterei. Oder was das da ist, dieser Osterboost. Ja, ich benutze da meine Boost nicht. Das wäre ja eigentlich noch eine Verschwendung, um einfach nur hier ein paar Punkte abzugreifen. Das muss ja nicht sein. Die behalten wir lieber für die Grand Prix. Das macht dann viel, viel mehr Sinn. Auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch an ihn. Hat ein gutes Rennen gemacht hier. Ein tolles Rennen. Viel Erfolg, wenn es ein realer Spieler ist. So, da haben wir noch den 8. Platz geholt. Schaut euch das an. Da hat Hamilton doch noch jemanden geholt. Perfekt. Ja, ist aber auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Selbst Verstappen hat da nicht Platz 1 geschafft. Aber wie gesagt, schreibt mir mal unten rein in die Kommentare, was für ein Setup ihr benutzt und was ihr so über das Update denkt. Jetzt gucken wir uns mal ganz schnell das Equipment von demjenigen an. Ja, hier 807 Teampunkte hat Lando Norris und Max Verstappen. Ja, Norris bereue ich auch, dass ich mir den nicht geholt habe. Ja, und da seht ihr, da hat der Titan schon auf 466 Power und das macht dann schon viel aus, definitiv. Und dann nochmal 66 Grip. Ja, das ist doch schön. Da hat der Tracer nochmal auf den Frontflügel. Ja, hat er schön. Hat ein gutes Setup, definitiv. Mit Titan auf 4 macht auf jeden Fall nichts falsch. Hat schon ein paar gute Kisten aufbekommen. Ja, Leute, das war's von mir heute. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich sag, ja Leute, grinden, grinden, grinden. Ja, wir machen noch eine Kiste zusammen auf und dann verabschiede ich mich. Und ja, wie gesagt, schön grinden. So, was haben wir hier? Ein bisschen Gold. Neue Bremsen, die wir auch noch appen können. Sergio Perez in Blau, bringt dir nichts. Gewöhnlich. Daniel Ricciardo. Da haben wir auch nochmal ein Motorteil. Und Apex auch nochmal einmal. Ja, das war doch schon mal was. Leute, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder. Viel Spaß und viel Spaß beim Grinden.